Der nächste Wahnsinns-KI-Trading-Dienst, der astronomische Renditen liefern soll, hat bei uns wegen eines Werbevideos angefragt. Dieser Bitte kommen wir natürlich liebend gerne nach. Weshalb, könnt ihr euch vielleicht schon denken. Wollt ihr wissen, von welchen Investmentplattformen ihr besser die Finger lasst? Wenn ja, solltet ihr dieses Video auf gar keinen Fall verpassen. Bis gleich. So meine Lieben, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Investmentplattformen, die von Anfang an auf Betrug ausgelegt sind, die gibt es zuhauf und die kosten gerade unerfahrene Investoren ganz viel Kapital. Unser neues Format läuft super. Das 5. Video in 5 Wochen. Wie sieht dieses Format aus? Scammer von irgendwelchen windigen Investmentplattformen fragen bei uns an, ob wir Interesse haben, eine Promotion für diese Plattform durchzuführen. Wir tun so, als ob wir tatsächlich Interesse haben. Wir schaffen es, dass wir im Voraus ein Marketingbudget erhalten, welches wir dafür verwenden, dieses Video und diese Promotion möglichst erfolgreich werden zu lassen. Und das verwenden wir natürlich, wie versprochen, für die Promotion dieses Videos, aber wir erstellen natürlich ein Warnvideo, das euch davon abhalten soll, in diese Plattform zu investieren. Wir stellen euch heute also eine weitere Plattform vor, von der ihr bitte die Finger lasst, bitte dort nicht investieren. Wenn ihr dieses Format gut findet und unterstützen wollt, dann hinterlasst einfach nur einen Daumen hoch oder leitet sehr gerne dieses Video auch an andere Interessierte weiter, die eventuell sogar schon mit dem Gedanken spielen, in das ein oder andere Projekt zu investieren. Jetzt gibt es noch eine kurze Einblendung, die mit genau dem Inhalt dieses Videos noch zu tun hat und dann geht es auch schon ins Kernthema rein. Tut ihr euch auch so schwer, seriöse Investments ausfindig zu machen, die mehr als ein paar Prozent pro Jahr Rendite abwerfen? Oder seid ihr schon einen Schritt weiter und habt die Nase voll von windigen Investmentplattformen, die sich nach und nach als Schneeballsysteme entpuppen und euch schon einige Verluste beschert haben? Wir haben genug und werden jetzt aktiv. Eine Investments-Blacklist und Whitelist soll besonders den Einsteigern als Orientierungshilfe dienen, wo es sich lohnt, genauer hinzuschauen und wovon man besser die Finger lassen sollte. Wir stellen diese Listen jedem völlig kostenfrei zur Verfügung. Ihr findet die Listen in einer Telegram-Gruppe, deren Zugangslink in der Videobeschreibung vorzufinden ist. Helft gerne dabei mit, diese Listen nach und nach zu ergänzen und bringt euch in die Analyse der jeweiligen Plattform mit ein. Jeder Helfer ist wichtig und willkommen. Lasst uns das Richtige tun und dafür sorgen, dass Investieren wieder Spaß macht. Vielen Dank für eure Unterstützung und jetzt weiter mit dem Video. Wir werden uns heute den Krypto-Broker SVUX angucken oder je nachdem, wie immer das man auch ausspricht. Das ist, wie schon gesagt, ein Broker, der anscheinend mit KI und Quantencomputer Krypto-Trades ausführen soll, um dann für euch diese astronomischen Renditen, auf die wir noch später genauer zu sprechen kommen, erzielen soll. Für diejenigen, die unsere Arbeit schon etwas näher kennen, die wissen, dass wir selber in den wenigsten Fällen daran glauben, dass in Produkten oder Dienstleistungen tatsächlich künstliche Intelligenz verankert ist. Für uns ist das alles maximal, wenn dann nur maschinelles Lernen, also irgendwelche neuronalen Netze, und das ist sehr weit von künstlicher Intelligenz entfernt. Denn künstliche Intelligenz sollte eigentlich den Anspruch an sich selbst haben, dass eine technische Instanz ein Bewusstsein für sich selbst hat. Meines Erachtens kann man das am ehesten noch an dem Textprogramm ChatGPT feststellen. Da kann man in der Tat sehr interessante Unterhaltungen auch mit diesem Programm führen, sodass man vielleicht, wenn man nicht wüsste, dass man mit einem Programm interagiert, den Eindruck hätte, dass man es an einer oder anderen Stelle zumindest mit einem Menschen zu tun hat. Und wenn ein Programm diesen Test besteht, dann könnte man vielleicht davon ausgehen, dass ein bisschen künstliche Intelligenz auch vorhanden ist. Ich schweife hier allerdings etwas ab, wie ihr merkt, und wir gucken uns jetzt einfach mal die Internetseite von SVUX etwas genauer an. Grundsätzlich ist es, man könnte sagen, High Yield Investment Plan oder High Yield Investment Scam, wie ich es gerne nenne. Das heißt, ihr habt eine zentrale Plattform, die ihr mit Kapital bestückt und dann wird über eine vorher festgelegte Laufzeit in der Regel auch eine fixe Rendite ausgeschüttet. Es gibt hier verschiedene Pläne, da werden wir nachher noch etwas genauer darauf zu sprechen kommen. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu nutzen. Ein MLM-System darf natürlich nicht fehlen. Es geht hier über 5 Level und schüttet
etwa 20%, knappe 20% aus. Ist also noch nicht mal so wild, aber ein MLM-System über 5 Level, das nicht anteilig irgendwelche Erträge verprovisioniert, sondern das eingezahlte Kapital ist immer definitiv mit Vorsicht zu genießen. Wir sehen hier auf einer Unterseite von SVUX, dass hier auch kein KYC und auch kein AML notwendig ist. Und das, obwohl hier definitiv eine Custody Wallet angeboten wird. Das bedeutet, dass der Anbieter Kapital von euch zur Verwahrung hereinnimmt und es gibt kein einziges Land auf unserem Planeten, das zulässt, dass bei einer Custody Wallet kein KYC und keine AML-Prüfung vorgenommen werden muss. Also eine weitere große Red Flag. Weiterhin habe ich mir auch die Trustpilot-Bewertungen angeguckt. Die sind hier erst einmal sehr, sehr positiv. Ist allerdings nicht, wie soll ich sagen, überraschend, weil die Company noch nicht so arg lang existiert. Wir haben hier 41 Bewertungen mit durchschnittlich 4,7 Sternen. Was allerdings auffällt, ist, dass höchstwahrscheinlich diese Bewertungen nicht von echten Menschen geschrieben wurden. Etwas weiter unten wird hier sogar von einer sogenannten DeFi-Plattform gesprochen. Das heißt, da hat ein Nutzer berichtet, dass es sich hier um eine Plattform handelt, die dezentralisiert gehostet wurde. Das ist grundlegend falsch. Eine Plattform oder ein Protokoll, das sich dezentralisiert nennen darf, muss mit einer Web3-Schnittstelle angelaufen werden, was hier definitiv nicht der Fall ist und was einen weiteren Anhaltspunkt dafür gibt, dass diese Bewertungen nicht echt sein könnten. Wenn wir zum Ende der Seite runterscrollen, dann stellen wir hier auch fest, dass der Impressumpflicht definitiv nicht nachgekommen wird. Es wird ja zwar eine SVU Limited mit einer Company-Nummer und einer Adresse angegeben, aber das erfüllt natürlich in keinster Weise die Pflicht eines Impressums auszuweisen. Die SVUX ist eine Limited, die in Großbritannien registriert wurde. Das hat aber mal grundsätzlich nichts zu sagen. Ich habe mir mal die Anmeldepapiere etwas genauer angeguckt und es ist tatsächlich eine Limited mit einem Stammkapital von nominal 1 Million, die aber absolut unbezahlt ist. Das heißt, es ist eine Limited ohne Stammkapital. Das haftende Kapital ist quasi nicht vorhanden und bedeutet, wenn es irgendwelche haftungsrelevanten Themen in dieser Firma geben sollte, dann ist hier ein Vermögen von 0 Pfund vorhanden. Das allein sollte auch schon wieder Grund zur Vorsicht geben. Hier sind wir jetzt auch schon im Login-Bereich von SVUX. Wie ihr hier seht, habe ich selbst, weil ich so unglaublich überzeugt von dem ganzen Projekt bin, $200 selbst mal einbezahlt. Nein, habe ich nicht. Definitiv nicht. Das wurde mir wieder von dem sehr fragwürdigen Marketing-Team zur Verfügung gestellt, damit ich euch vorlügen könnte, dass ich hier selbst engagiert wäre. Wer mit solchen Marketingpraktiken arbeitet, hat meines Erachtens jedes Vertrauen verspielt und das ist ein weiterer großer Punkt und eine große Red Flag, die darauf hindeutet, dass wir es hier ziemlich sicher mit einem fetten Scam zu tun haben. Etwas weiter unten sieht man eben auch, dass eine extra Prämie in Höhe von 10.000 USDT ausgelobt wird für diejenigen, die am meisten neue Nutzer in diese Plattform hineinziehen. Das passt natürlich in das MLM-Schema wunderbar hinein. Man kann sich hier 3 verschiedene sogenannte KI-Bots heraussuchen, die dann für einen vollautomatisch und natürlich mit künstlicher Intelligenz den Kryptomarkt scannen und gewinnbringende Trades für euch abschließen. Es gibt einmal diesen sogenannten Quasar, das ist der kleinste, der auch die kürzesten Laufzeiten und die geringsten Renditen ausschüttet. Dann gibt es den Prosper, der eine Stufe höher ist und dann gibt es den Synergy, der brutal hohe Renditen ausschüttet. Es sind zum Teil Laufzeiten ab 15 Tagen möglich. Das heißt, ihr gebt 15 Tage eure Einlage rein, bekommt dann jeden Tag ab 0,7%. Also 0,7% ist die geringste Rendite, die ihr pro Tag in diesen verschiedenen Plänen bekommt. Geht aber zum Teil hoch mit der längsten Laufzeit von 365 Tagen, sprich einem Jahr. Und jetzt haltet euch fest, da werden dann 3,5% Rendite pro Tag ausgeschüttet. Wenn man das mal mit dem Faktor 365 multipliziert, kommt man auf eine Rendite von über 1000% pro Jahr, die fix und jeden Tag anteilig ausgeschüttet werden. Und wer hier noch nicht erkannt hat, dass es sich um einen Scam handelt, ja, der muss wohl noch ein bisschen besser recherchieren. Wir sollten hier auf alle Fälle die Beine in die Hand nehmen und Land gewinnen. Wenn wir in den Synergy Trading Bot mal etwas genauer reingehen, dann werden wir wie immer feststellen, dass je länger die Laufzeiten und je höher die Renditen sind, natürlich auch umso mehr einbezahlt werden muss. Insgesamt lässt sich festzustellen, dass alle möglichen Red Flags bei dieser Plattform festzustellen sind. Und das Interessante wird jetzt nur noch, wie hoch das Budget sein wird, das wir von den Scammern erhalten können, das wir dafür verwenden, dieses Video mit einer Google-Werbeanzeige auszustatten. Wir haben es geschafft, dass wir 50 USDT im Voraus bekommen haben. Die nächsten 50 USDT bekommen wir, wenn wir den Veröffentlichungslink mit den Scammern teilen. Und wir probieren noch diese 200 USDT, die wir zu Marketingzwecken hier auf der Plattform gut geschrieben bekommen haben, ebenfalls auszubezahlen. Wenn das möglich wäre, dann könnten wir bis zu 300 US-Dollar dafür verwenden, andere Menschen davor zu warnen, in diese windigen Plattformen einzuzahlen und sich ganz speziell von SVUX fernzuhalten.
Zu guter Letzt lässt sich immer noch feststellen, dass es immer wieder die gleichen Anzeichen sind, die ziemlich sicher auf Scams hindeuten. Macht euch einfach mit diesen vertraut, dann kann euch niemand mehr übers Ohr hauen. Die Scammer waren zum Glück mal wieder sehr, sehr unvorsichtig, was gut für uns ist, denn wir haben jetzt ein Marketingbudget, das wir dafür verwenden können, zum einen Traffic auf dieses Video zu ziehen, und uns hat es keinen einzigen Cent gekostet, lediglich ein bisschen Arbeit ist in die Produktion dieses Videos geflossen. Unsere Empfehlung an euch ist, dass ihr lieber vertrauenslose Renditen am Kryptomarkt erzielt, indem ihr einfach nur Kryptowährungen, die eurer Meinung nach interessant sein könnten, haltet, in eurer eigenen Wallet haltet, optimalerweise in eine Hardware-Wallet haltet, damit auch der Sicherheitsaspekt möglichst gering gehalten werden kann. Und ihr könnt allerdings noch zusätzlich mit sogenannten DeFi-Protokollen, also Protokollen, die absolut dezentral funktionieren, eurer Rendite einen Zusatzkick verschaffen. Und das wird euch in den Stand der Dinge versetzen, dass ihr den Markt schlagen könnt, also Renditen erzielen könnt, die weit höher sind als durch das pure Halten der Kryptowährungen. Wenn ihr solche Profi-Strategien erlernen wollt, guckt gerne mal auf unsere Homepage www.financial-insider.net im Shop vorbei. Da gibt es unser Krypto Master Coaching und da werdet ihr einige Strategien von uns an die Hand bekommen, die wahnsinnig wertvoll sind und die langfristig dafür sorgen, dass ihr das Maximale aus euren Krypto-Investments herausholen könnt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns bis zum nächsten Video. Macht's gut und bis dahin. Ciao.